Das ganze Jahr ist auf das Event ausgerichtet. Also der Druck war auf jeden Fall auch schon groß die Saison. Man hat es auch gemerkt auf den Turnieren. Alle wollten gewinnen und alle wussten auch, was Gewinnen bedeutet. Und dementsprechend war auch mein Training, also 4 bis 5 Tage die Woche Training, damit ich meine Leistung auf den Platz bringen kann. Die Situation 2022 bei der WM für Fabi war nicht ganz so einfach. Das ist ziemlich unangenehm, weil das war echt kacke. Rainbow Warriors waren schon ein Team. Joshas Teampartner für die WM ist ausgefallen. Fabi ist nicht eingeslottet worden. Großer Bruch. Joscha war extrem schlecht gelaunt, er wollte mit Roundnet aufhören. Und ich war auch ähnlich verzweifelt, vor allem weil man uns keine Gründe nennen konnte so richtig. Deswegen hat das lange an uns genagt, aber dann auch uns umso stärker bekräftigt, nochmal einen draufzusetzen. Aber im Nachhinein habe ich da viel draus gelernt. Ich habe danach noch härter an mir gearbeitet, bin mental nochmal ein bisschen weiter gewachsen. Und umso schöner ist es jetzt auch, dass wir dieses Jahr dabei sind. Das ist eigentlich der größte Win. Die Rainbow Warriors sind ein schon sehr lange bestehendes deutsches Roundnet-Team, bestehend aus Fabi Klaus, auch gerne Barbie Baus genannt, und Joscha Lauterbach. Unser Spielstil wird meistens als eher unkonventionell beschrieben, weil wir zum Teil Service spielen, den kaum jemand anders spielt. Also ich spiele viel Backhand, viel Jam, manchmal auch einen Cut oder Reverse, mit dem Augenzwinkern. Und Joscha ist generell ein sehr unkonventioneller Server. Und genauso geht es auch im Spiel. Wir haben einen sehr emotionalen Spielstil, wir schreien uns an, wir sind voll dabei. Wir haben Phasen, wo wir 0 Fehler machen, dann haben wir aber auch Phasen, wo wir viele Fehler machen. Aber ich finde, wenn wir wirklich unter Druck sind, dann performen wir sehr gut. Das ganze Jahr ist auf das Event ausgerichtet. Der Druck war auf jeden Fall auch schon groß die Saison. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sein Land repräsentieren kann. Okay? Es ist eine Ehre, das soll euch allen bewusst sein. Paul und ich sind ja beide als Alternator noch gerade so ins Deutschland-Team reingerutscht. Dass wir immer gesagt haben, ja, und wir sind nur die Alternates, wartet mal ab, was da im Squad kommt. Europa hat aufgeholt und da sind wir als deutsches Team ganz vorne mit dabei. Wir wollen auf jeden Fall Erster werden in allen Wettbewerben. Welcome to the Roundnet World Champions 2024! Crowd war unfassbar geil. Die Stimmung mitzunehmen, die Crowd anzufeuern. Man musste wirklich bei jedem Game Vollgas geben. Eine Niederlage hätte schon das Aus bedeuten können. Eigentlich möchte ich gar nicht erklären, warum das ein Problem ist, dass Joscha sich einen Tag vor dem Beginn der Weltmeisterschaft vom Roundnet beim Pickup verletzt hat. Aber er war einer der wenigen, denen wir gesagt haben, bitte spiel nicht davor, weil Joscha verletzungsanfällig ist. Dennoch kam er dann 20 Minuten später zu uns und meinte, dass sein Finger in der Hosentasche hängen geblieben wäre, wodurch er jetzt Schmerzen an der Hand hat. Ja, war ein bisschen ärgerlich, war ein bisschen doof, muss ich sagen, gebe ich zu. Normalerweise spiele ich nie Pickups vor so einem Turnier. Dann habe ich mich hinreißen lassen zu einem dummen Spiel und bin dabei ja, mit meinem Daumen in meiner Hose hängen geblieben, während ich versucht habe, einen Treenet zu machen. Wurde sehr, sehr dick, sehr, sehr blau. Zum Glück hat da Etienne was dabei gehabt zum Flossen. Dadurch ist halt das Abschwellen wesentlich besser und schneller. Dann haben wir das Individual dann nicht zusammengespielt, wo Tim an meiner Stelle teilgenommen hat. Ja, also Gruppenphase war erstmal so ein bisschen wieder reinkommen mit Fabi zusammen. Aber auch von den Coaches war schon auch der Call ein bisschen zu sagen, hier, wir sind bei den Worlds, wir spielen jetzt nicht mit den Leuten so ein Stück weit, wie sag ich mal, bei manchen Turnieren, wo dann vielleicht der eine oder andere Gegner nicht ganz so stark ist, wo man dann sagt, man fährt ein bisschen runter, spart Energie, sondern es war schon auch klar, wir serven da auch mal durch und gewinnen halt auch mal 15-4 oder sowas, weil natürlich die Punkte auch irgendwo entscheidend waren für das Seeding. Im Squads treten 5 Teams für eine Nation an, die alle gleichzeitig spielen. Sprich, wenn 3 Netze für eine Nation gewonnen haben, gewinnt die Nation das komplette Matchup gegen die andere. Angefangen vielleicht mit Willy Wonka, ich glaube, das ist unser spaßigster Vibe am Netz, könnte man sagen. Wenn man mit Willy Wonka am Netz steht, hat man immer Pickup-Stimmung und dann liegt man schnell mal 8 Punkte hinten. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine Waffe von den beiden. Hi. Yo, yo, yo. Ich bin Rasmus. Rasmus Prüfer. Hallo, ich bin Emil Grönebaum, bin 22 Jahre alt und spiele in Berlin. Wir haben zusammen angefangen zu spielen und spielen auch seitdem als Willy Wonka. Was sind Rasmus' größte Stärken?
Also Rasmus ist extrem gut in der Defense. Am meisten bei der WM freue ich mich auf Defense. Denn Defense ist wichtig. Spaß. Rasmus surft halt unfassbar gut. Er ist der gewählte beste Server Deutschlands. Und das ist er auf jeden Fall auch. Also ich habe noch keine Person getroffen, die, wenn er seine Surfs so trifft, die annehmen kann. Die Ambitionen sind, Rasmus und ich haben am Anfang der Saison darüber gesprochen, ins Team zu kommen und die USA wegzustompen. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch Lukas Christiani, Jonathan Harder. Jonathan, sehr junger und sehr jüngster Spieler. Ich bin Jonathan Harder, ich bin 17 Jahre alt. Ich möchte auf jeden Fall in die WM kommen. Dafür werde ich auch sehr viel üben, sehr viel trainieren. Ich trainiere eigentlich jeden Tag zu Hause, mache Aufschläge, Sets, Hits, alles was man machen kann, ja, um ins Team reinzukommen. Wirklich geile Gruppenphase, Jungs. Wir haben kein einziges Game gedroppt. Das war schon mal Ziel Nummer 1. Dafür ein Applaus für euch. Das ist echt geil. Falls ihr nicht mitbekommen habt, USA hat natürlich ein Game gedroppt. Deutschland größer USA. Ja, Deutschland größer USA. So, jetzt wird es aber wichtig, Leute. Wir spielen jetzt im Gold Bracket um die ersten 10 Seeds. Danach wird dann Bracket morgen ausgespielt. Heißt, der Erste aus dem Gold Bracket würde gegen den Letzten aus dem Bronze Bracket spielen. Jetzt geht es darum, uns hier diesen Top Seed zu erspielen und dafür zu sorgen, dass wir Kanada und USA im besten Fall Deutschland im Halbfinale und uns dann direkt das Finale morgen erspielen, okay? Das ist euer Ding jetzt so far. Ihr habt richtig geil gezockt, also ihr habt wirklich so geil gezockt. Ihr habt so gute Ergebnisse eingefahren. Wir haben nichts gedroppt, das ist schon mal insane. Die Favoriten im Squads dieses Jahr unterscheiden sich ein bisschen bei den Damen und Herren. Bei den Herren sind es immer noch Kanada und die USA, wobei Deutschland wesentlich näher dran ist als noch bei der letzten WM. Bei den Damen hingegen würde ich sagen, dass es auf jeden Fall die USA und Deutschland sind. Unsere Damen haben 2022 den 2. Platz bei der Weltmeisterschaft geholt und haben im Finale gegen den ganz klaren Favoriten USA verloren. Das bedeutet für 2024, dass die einzige Verbesserung, die uns noch übrig bleibt, ist, den Weltmeistertitel zu holen. Das Turnierformat ist darauf ausgelegt, dass man eine hohe Punktedifferenz erzielt, um sich durch die Gruppenphase hinweg einen sehr guten Platz im Overall-Ranking zu erspielen. Wenn dann 5 Teams in 5 Spielen gegeneinander antreten für ein Land und dann eben diese 2 Länder gegeneinander, wird von uns erwartet, dass wir das andere Land 5:0 nach Hause schicken. Also wir hatten ja 2 Sichtungscamps. Man hat da verschiedene Teamkonstellationen ausprobiert. In den ersten Camps war es noch ein bisschen breiter. Man hat viel ausprobiert und es wurde dann immer spezifischer. Im zweiten Camp hatte man schon festere Konstellation. Ich spiele mit Alexa Peuch aus Marburg. Alexa ist eine sehr erfahrene und konstante Spielerin, die einem unglaublich viel Sicherheit am Netz gibt. Julia spielt sehr grob, viel feste Schläge, viel Power dahinter. Ich spiele zusammen mit Clara Bauer, KB genannt. Eigentlich ist es egal, wo ich ihr den Ball hinstelle, sie macht den tot. Kann richtig gut flicken, hat super Serves, hat jetzt einen Reverse. Eine sehr positive Person im Netz, sehr gut in der Defense, so langlaufen und ich bin dann immer im Block und sie ballert sehr viel, aber ist auch technisch schlau. Also so eine Mischung aus beidem, das finde ich sehr cool. Ich bin mit Theresa Knauf zusammen, gibt immer Vollgas, ist immer gut drauf, unglaublich positive Energie. Ich finde, Ronja als Spielerin zeichnet vor allen Dingen aus ihre Confidence und Ruhe, die sie am Netz ausstrahlt. Tinas Serves sind unglaublich gut und auch ihr Hitting ist richtig, richtig stark. Nora ist eine der erfahrensten Spielerinnen, die wir in Roundhill Germany haben. Ihre defensiven Fähigkeiten sind einfach unmatched. Nach Gruppenphase 1 geht es in die zweite Gruppenphase, die für unsere Mädels leider extrem schwer werden wird, weil dort sowohl Kanada als auch die USA auf uns warten. Dass alles 3 wirklich Nationen sind, die da um Gold mitspielen wollen. Das war ein enormer Leistungsanstieg. Wir haben davor gegen Belgien und Rumänien gespielt und danach kam direkt Kanada. Die Mädels können alle zocken, die wissen alle, was sie machen. Grundsätzlich war es ein sehr knappes Spiel. Die unteren 4 Netze sind am Ende 2:2 ausgegangen. Resis und Ronjas Spiel war dann quasi das Entscheidende. Und dann sind wir alle rübergegangen zum Court, haben zugeguckt und das war Schlussphase dieses Satzes. Resi kommt an den Ball, macht einen richtig geilen Surf, generiert das Break. Wir sind eigentlich das Break vorne und dann schiebt sich das immer weiter so hin bis zum 2020. Man würde eigentlich denken, okay, 2020, da stehen Resi und Ronja in der Annahme, das machen wir jetzt. Die hatten jetzt genug Zeit, das alles zu erkennen. Die wissen, was kommen kann. Die Gegnerin hat eine starke Backhand, die wird sie auch probieren.
Aber wir sind alle da, um zu supporten. Und ja, dann hat die eben wieder einen sehr guten Aufschlag getroffen. Unsere Basis im Spiel hat vielleicht nicht ganz gestimmt. Die hatten Defensive Touch und nochmal in eine Rallye mit 1, 2 Ballwechseln gegangen, die dann leider glücklicher für die Kanadierin ausgegangen ist. Und ja, es war sehr, sehr knapp und hat uns auf jeden Fall nur gezeigt, dass wir da dran sind und dass wir das auf keinen Fall nochmal verlieren. Den Damen haben wir nicht so gut performt. Da sind wir Sechster geworden, hatten aber auch eine unheimlich schwierige Gruppenphase, was am Ende dafür gesorgt hat, dass wir einen niedrigeren Seed bekommen haben als erwartet. Und bei den Herren kann ich es richtig genau erzählen, weil wir so bescheuert waren und einen Satz gewonnen haben, ES gegen Kingdom Come, sind nämlich die USA unter Kanada gerutscht. Ich erinnere mich noch heute dran, wie ich auf diese Liste gucke und mir denke, warum habt ihr dieses Spiel gewonnen? Warum Lukas und Paul? Ihr habt dafür gesorgt, dass wir den schwierigsten Baum haben. Die Damen haben nach der Gruppenphase direkt einen Freilos bekommen und somit ihre erste Runde automatisch gewonnen, haben danach ein Spiel gegen Großbritannien gehabt, bei dem sie sehr souverän gewonnen haben und sind dann am Ende im Viertelfinale wieder auf Kanada getroffen. Nach der knappen 3-2-Niederlage in der Goldgruppenphase hat man richtig gemerkt, dass unsere Damen dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Man hat das in jeder einzelnen Spielsituation gemerkt, die Mädels waren wirklich Feuer und Flamme. Auf jeden Fall 5 sehr, sehr taffe und auch sehr enge Matches, die wir aber dann zum Glück sehr gut für uns entscheiden konnten. Ich bin ganz, ganz glücklich und froh, Teil davon zu sein. Und ja, ich glaube, da hat man sich auch nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie zu schätzen gelernt. Also das Team dieses Jahr ist einfach mega. Der Support, der untereinander herrscht, und wir haben über den Verlauf des Turniers verschiedene kleine Traditionen eingeführt, die uns eingestimmt haben auf Spiele, die uns lockern sollten, die uns aktivieren sollten. Wir haben zum Beispiel für das Bracket am Samstag zur Aktivierung haben wir einfach einen kleinen Tanzkreis gemacht. Und jede Spielerin war einmal in der Mitte und hat zum Aufwärmen einfach mal so ein bisschen getanzt. Und das ist einfach mega schön. Das hat so eine gewisse Lockerheit reingebracht. Das sogenannte Wuff-Wuff entstand auf dem zweiten Sichtungscamp, mehr oder minder, bei dem Clemens der Gruppe eine Übung gezeigt hat, wie man sich vor dem Spiel Selbstbewusstsein holen kann, indem man die Arme etwas in die Höhe streckt. Kurz darauf haben die Leute das adaptiert und haben dann angefangen, darauf zu bellen. Und so kam es dann am Ende zu dem Wuff-Wuff. Aus der gleichen Situation heraus ist dann auch das Ritual rund um Unstoppable entstanden, nur dass die Damen gedacht haben, sie hinterlegen das Ganze mit einem Song. Wir wussten schon, bevor wir in den Turniertag gegangen sind, dass das erste wirklich ernstzunehmende Matchup für Deutschland Österreich sein wird, wenn der Turnierbaum so verläuft wie angedacht. Und so kam es dann auch, und nachdem wir über Tschechien und Ägypten mehr oder minder drüber gefahren sind, galt es dann wirklich, die Spannung hochzufahren und voll konzentriert in das Österreich-Spiel reinzugehen. Da war dann nochmal eine andere Ansprache und nochmal eine andere Stimmung, weil das natürlich ein ganz anderer Gegner ist als die bisherigen, definitiv. Österreich, ja. Die haben gute Damen, gute Herren. Die waren schon immer echt stark. Das ist das Niveau krasser. Da hatten Fabi und ich natürlich auch nochmal eine ganz andere Motivation. Bezug zu gestern haben wir in der Gruppe auch schon gegen die gespielt. Da haben wir 4-1 gewonnen als Deutschland und Fabi und ich haben leider den einen Satz abgegeben. Deswegen hatten wir da schon auch noch eine offene Rechnung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch noch mal was anderes, in der Gruppe zu spielen oder dann K.O. Es war Hammer, wir hatten eine super gute Stimmung am Netz. Also wir kennen beide, Gabe und Tom, die wir gespielt haben, sehr gut. Beides super krass, also sobald mal ein Ball, sage ich mal, auf Rim oder ein bisschen Off-Net gestellt war, hatten die einen Defense-Touch und kriegen das auch wieder zurück. Dementsprechend war das recht knackig.
Hat aber Spaß gemacht. Also, und letztendlich haben wir dann in 2 Sätzen gewonnen, was auch gar nicht so unwichtig war. Also. Kurz nachdem beide Teams es dann geschafft haben, ins Halbfinale einzuziehen, haben wir uns im deutschen Basiscamp sozusagen getroffen und haben den Einzug gemeinsam gefeiert, sowohl Damen als auch Herren. Halbfinale, Halbfinale, hey! Hey! Halbfinale, Halbfinale, hey! Hey! Die Spannung vor dem USA-Spiel war ziemlich groß, würde ich sagen. Wir wussten, dass wir die USA schlagen können und wir waren auch sehr gut vorbereitet auf jedes einzelne Matchup. Wir wussten natürlich aber auch genauso gut, dass wir von der USA geschlagen werden konnten. Das Halbfinale hat sehr gut für uns gestartet, indem ES Kingdom Come aus der Arena gefegt hat und den schnellsten Win geholt hat, wodurch Deutschland 1:0 in Führung ging. Fabi und ich, wir sind nicht reingekommen ins Spiel. Joe Bondi hat einfach krass gesurft, hat alles getroffen, hat gemeint, es war, also Bezug nimmt auf die letzten Monate, dieses Jahr wahrscheinlich, hat er gemeint, hat er noch nicht so ein Serving-Game gehabt. Kurz danach allerdings haben die Rainbow Warriors auf Netz 3 verloren. Willy Wonka auf Netz 2 verloren und Jonathan und Lukas Christiani haben sich gegen Rogue in einen dritten Satz gekämpft, der allerdings nie ausgespielt wurde, weil Julian Krehle und Tim Clement dann an Netz 5 gegen Kieran Rose und Connor Nelson verloren haben in 2 Sätzen. Ihr wart so geil dieses Wochenende, Jungs, wirklich. Ihr wart so geil, alle. Noch einmal die Schweiz komplett. 5:0 ist mir egal, es gibt keinen Kodex in dem Scheißspiel. Einmal. Scheiß Dreckchen, Jungs. Come on. Einmal noch. Jetzt gehen wir das, ich kann eh nicht mehr. Come on, einmal noch. Ich finde es für alle von uns gegenseitig so ein Kompliment, dass wir voreinander weinen können und wir dabei auch lachen und wir es einfach genießen, uns jetzt diesen 3. Platz zu holen. Wir holen uns eine Medaille bei einer WM. Philipp Kessel hat es eben gesagt. Wir werden insgesamt die beste Nation der ganzen Welt. So, es sind nicht nur wir 10, 11, 12 Spieler. So, wir machen das für Round Germany, wir machen das für die Männernationalmannschaft, für die Damennationalmannschaft, für die Mixed-Nationalmannschaft. Wir werden einfach die allerbeste Nation der Welt. Hä? Der Welt! Wie geil ist das? Wir holen uns jetzt den 3. Platz, Mann. Für eine Yes, unbedingt. Komm on. Spiel um Platz 3 war natürlich abartig krass, also Gänsehautmomente. Ich habe tatsächlich gar nicht mitbekommen, was abging. Ich habe mich nur auf mein Spiel konzentriert und mit Fabi da komplett im Tunnel gewesen, sind super gut reingekommen, haben Asse geschlagen, direkt geführt. War auch Fabio mein bestes Spiel, was mir wahrscheinlich, so oder zumindest von meiner Seite aus, was ich je hatte, so ein Stück weit. Von den Serves her, von der Defense, ich war vollkommen im Tunnel. Als der letzte Ball gefallen ist, kamen einfach plötzlich alle reingestürmt. Ich habe mich eigentlich nur mit Fabi drüber gefreut und dachte, jetzt können wir bei den anderen ein bisschen zuschauen. War krass, war richtig krass. Die Stimmung nach dem Spiel um Platz 3 war eine ziemlich besondere. Eigentlich direkt nach den Spielen haben die Schweizer Fans die deutschen Fans angefeuert und auch umgekehrt. Und kurz darauf haben sich alle eigentlich nur noch in den Armen gelegen und haben zusammen gefeiert. Ausrufezeichen!
Zeichen! Auf gute Zeichen! Im Halbfinale, nachdem wir dann Kanada geschlagen hatten, stand dann vermeintlich einfachere GegnerInnen vor uns mit Österreich. Natürlich, die haben die ersten 2 Seeds extrem stark besetzt mit Tiramisu und Curly Fries, 2 der stärksten Teams der Welt. Wir zeigen ihnen jetzt auch mal, wer das beste Team hier ist! Sie kämpfen! Aber wir wussten ganz klar, dass wir auf den unteren Seeds besser besetzt sind. Wir hatten Respekt, wir wussten, wir dürfen die nicht unterschätzen, aber wenn wir das abrufen, was wir können, dann ist das unser Spiel. Resi und Ronja haben Tiramisu wahnsinnig stark die Stirn geboten und sind im ersten Satz in die hohen 20er. Und man muss sich in Erinnerung rufen, am Tag vorher ist Tiramisu gegen die Stadlers Weltmeister geworden. Die Stadlers haben mega geil gespielt gegen Curly Fries, haben die in 2 Sätzen souverän geschlagen. Clara und Sophia, die im ersten Satz 15-19 zurücklagen und Clara auf einmal 5 Asse raushaut zum 20-19 und somit gewinnen die das Ding am Ende noch. Bei Nora und mir lief es auch super. Wir haben im ersten Satz sehr, sehr gut gespielt. Als ich dann beim 2017 für unseren zweiten Satzgewinn receiven sollte, kam dann von drüben die Ansage, dass die Stadlers gewonnen hatten, Alex und Julia auch, dann auch Sophia und Clara. Dann habe ich den Receive auch gar nicht mehr gemacht. Wir sind dann alle nur zusammengekommen und haben uns gefreut, dass wir es ins Finale geschafft haben. Dann sind wir ins Finale gekommen gegen die USA, quasi das Rematch von 2022. Die Bilder, die ich sofort vor Augen habe, sind, morgens sind wir auf den Platz gekommen und alles war neblig und regnerisch und es war so eine ganz besondere Stimmung. Zusammenhalt, Teamgefühl und einfach so eine ganz große Wärme in mir drin. Es war ein ganz, ganz tolles Event, auf dem ich Freundinnen fürs Leben kennengelernt habe und ich sehne mich da sehr oft wieder hin zurück, weil es einfach eine ganz tolle Zeit war. Die USA sind favorisiert. Ja, die sind die verteidigenden WeltmeisterInnen. Und ich will eigentlich gar nicht sagen, dass es da eine Lücke gibt. Europa hat aufgeholt und da sind wir als deutsches Team ganz vorne mit dabei. Ja, und dann sind wir da morgens um 9 reingestartet mit den ersten 2 Partien. Das Finale war so aufgebaut, dass zuerst die Damennetze 1 und 2 gespielt haben und dann die Netze 3, 4 und 5, dass es nicht sofort zu einer Entscheidung kommen kann. Wenn wir da einen Sieg bekommen, spielt uns das eigentlich nur in die Karten. Ja, dann haben unsere beiden Teams einfach eine mega geile Show abgeliefert. Das muss man einfach sagen. Also ich habe zwar jeweils nur die ersten beiden Sätze gesehen, aber es war insane, was Resi und Ronja und auch Julia und Franzi da auf den Platz gelassen haben.
Und dann auch zum Glück mit einem richtig tollen Ausgang für Resi und Ronja, die in 3 Sätzen einfach den ersten Seed der USA schlagen konnten und somit eine richtig super confidente Basis gelegt haben für die 3 Partien, die dann noch kommen. Hat uns als Teams, die danach kommen, eigentlich auch nur gezeigt, hey, wir können da genauso sein. Und für uns kann es aber auch so ausgehen wie für Resi und Ronja. Also die Chance zu gewinnen hat sich eigentlich nur erhöht, weil wir aus diesen ersten beiden Matches schon mal einen Punkt mitnehmen konnten. Und dann läuft man da als die nächsten 3 Partien auf, ist noch so ein bisschen aufgekratzt vom Anfeuern. Man hat sich zwischendurch wieder warm gemacht, man hat nicht alles mitbekommen, man würde aber gern. Und dann steht man da vor, was weiß ich wie vielen Menschen, keine Ahnung, sehr viele auf jeden Fall, die alle den eigenen Namen schreien oder für das Land cheeren. Ich kann von mir selber sprechen, ich habe meine Stärken nicht ausspielen können. Ich werde, glaube ich, sehr wenig geaced und ich habe gegen die beiden Amerikanerinnen doch auch viele Asse gefressen. Das verunsichert einen dann natürlich. Man kommt in so ein Spiel rein und ist so, okay, das ist eine Sache, auf die ich setzen kann. Und das waren bei den anderen Leuten, zum Beispiel Alexa, konnte mir dann mitteilen, ja, ich habe heute keinen Abschluss richtig durchziehen können. Wir haben dann leider die unteren 3 Partien alle in 2 Sätzen verloren. Bei mir und Nora ging es noch in die Overtime. Ja, das haben wir dann 29-27 irgendwann verloren. Die Amerikanerinnen haben so gut wie keine Fehler gemacht und wir eben ein paar und das hat sich dann leider doch gezeigt. Ja, und dann ist es einfach bitter. Also die Emotionen danach waren ganz unterschiedlich von hey, man kann eigentlich mega stolz sein. Wir sind Zweite, wir sind wieder Vize-Weltmeisterin, wir haben unseren Titel verteidigt, wir haben mega gekämpft, wir haben gezeigt, dass wir ganz, ganz nah dran sind. Von eben diesem Standpunkt zu, warum haben wir es nicht gemacht? Wir hatten die perfekten Voraussetzungen, so würde ich schon fast sagen. Wir haben ein mega geiles Team, wir waren confident, der Support war da. Und wir konnten es leider nicht abrufen. Ja, da sind sehr viele Tränen geflossen. Aber auch da haben wir uns als Team direkt danach versammelt und konnten das irgendwie schon so ein bisschen in Relation setzen. Ihr seid die Vize-Weltmeisterin. Alle zusammen. Das solltet ihr nicht vergessen. Das ist es nicht. Wir wollten den Titel holen. Wir wollten zeigen, dass wir die Weltspitze sind, dass wir das beste Team der Welt sind. Davon bin ich auch immer noch überzeugt, dass wir das auf jeden Fall sein können. Ja, und da sind wir stolz drauf am Ende des Tages. In trouble, I've been in my depth for the piece of the puzzle, I got it for real. Still keep me going, I wake up and hustle. You won't see me buckle, I've been in the field. Man of the town, you been in your fields. I'm adjusting this crown. Call me your majesty, either that or your tragedy. We shutting everything down. I've been hot like somebody put a candle on them. Off top, I don't really stand opponents. This mine, the moment is run out and start a bunch of pandemonium. More game, I got some. The skill is bar one, y'all done. The game in the coffin. Referee screen recipes, so think twice if you next to me. It's West. This ain't no regular